Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Falls du hier neu bist und dich für Kuba interessierst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich danke dir. Wir haben zwar noch Oktober, aber mein obligatorisches Video zur aktuellen Lage wollte ich nicht erst am 7. des Monats veröffentlichen. Also schauen wir uns heute schon die aktuelle Lage in Kuba im November an. Starten wir mit der pandemischen Lage in Kuba. Mit Datum 29.10. wurden 86,8% der Bevölkerung geimpft. Diese haben also die Erstimpfung erhalten. Vollständig sind 62,8% geimpft. Die Inzidenz ist seit September stark gefallen und weist aktuell 72,3 auf. Wie ich schon berichtet habe, wird die schrittweise Öffnung des Tourismus ab dem 15.11. verfolgt. Das heißt, dass Übergangstransporte, Restaurants, Hotels etc. wieder möglich sind bzw. öffnen. Bereits ab dem 7.11. entfallen die Quarantänepflichten für alle international Reisende. Der PCR-Test ist bei der Einreise nur noch von Personen älter als 12 Jahren vorzulegen, die keine Impfung nachweisen können. Kubanische Staatsbürger sind angehalten, spätestens nach 2 Tagen in der örtlichen Gesundheitsbehörde vorstellig zu werden. Das Ministerium mahnt die Besucher zu Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber den Familien. Das ist eine klare Ansage gegen die Reisenden aus dem letzten Jahr, welche sich nicht sozusagen an den Maßnahmen gehalten haben und die Zahlen deswegen unter anderem auch in die Höhe geschossen sind. Weswegen unter anderem auch die Quarantänepflicht im Februar eingeführt wurde. Neben dem Impfnachweis bzw. dem PCR-Test muss außerdem eine Erklärung zum Gesundheitszustand bei der Einreise abgegeben werden. Also wir halten fest, ab dem 7.11. entfällt die Quarantänepflicht und ab dem 15.11. erfolgt die schrittweise Öffnung des Tourismus auf dem Weg zur neuen Normalität. Strand, Karibik, Mojito und Impfstoff. Vor einigen Monaten habe ich bereits hierzu berichtet, Kuba hatte damals das Impfangebot für Touristen beworben. Das Ganze läuft unter dem Motto, wie gesagt, Strand, Karibik, Mojito und Impfstoff. Nun, da die eigene Bevölkerung fast zu 90% geimpft ist, soll der Plan umgesetzt werden. Ab spätestens Dezember soll es möglich sein, dass man auch als Tourist auf Kuba Soberana Dos und Soberana Plus erhalten kann. Zu den Kosten bzw. zum genauen Prozedere hat man sich an der Stelle allerdings noch nicht geäußert. Ich bin in Kuba nur sehr selten in Hotels unterwegs, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen ja doch interessant. In Kuba hat man die Zeit des Stillstands genutzt und in dem überwiegenden Teil der Hotels Wi-Fi-Zugänge in den Zimmern ermöglicht. Neben den Hotelzimmern ist es nun auch an den anliegenden Stränden möglich, das Internet zu nutzen. Darüber hinaus kann man nun auch in allen Flughäfen auf Kuba für 30 Minuten kostenlos das Wi-Fi nutzen. Ich denke, dass wir heute mitnehmen können, dass so langsam wieder Normalität einkehrt. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und solltet ihr zu denen gehören, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Danke euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, spätestens am Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, Saludos, ciao.